Vor kurzem haben uns erschreckende Bilder erreicht. Schon wieder. Die Terrororganisation Hamas hat Israel angegriffen und auch wenn ich das anders erwartet habe, der Konflikt tobt auch diesmal genauso online. Es dauerte nicht lange, da waren erste erfolgreiche Hackerangriffe zu sehen mit teils verheerendem Ausmaß. Doch dieser Konflikt wirft, wenn man ihn digital betrachtet, ein ganz anderes Licht auf die gesamte geopolitische Lage. Denn auch hier sind russische Hackergruppen, iranische Hackergruppen, Anonymous und sogar ukrainische Staatshacker involviert. Was das alles bedeutet, darum geht's heute. Bevor wir aber starten, bleibt bei so einem sensiblen Thema bitte sachlich in den Kommentaren. Der Nahostkonflikt ist wahnsinnig komplex. Ich verlinke euch Mr. Wissen2Go's Videos zu dem Thema in den Quellen. In das Geschehen mischten sich dann allerdings recht schnell auch Hackergruppen ein. Hacker greifen einfach alles Mögliche an und suchen nach Sicherheitslücken und versuchen damit, den Krieg irgendwie zu beeinflussen. Das einfachste Beispiel dafür sind Websites, die in diesem Fall auch zu Massen übernommen wurden und auf denen ein Video eingebettet wurde, das zeigt, wie Israel zerbombt wird. Am Ende wird die Aussage eingeblendet, Israel wird die nächsten 25 Jahre nicht überleben. Es folgt ein Link, wo die Besucher der Website gebeten werden, ihre Kamera zu aktivieren. Eine Newsseite berichtet davon, dass hunderte oder sogar tausende Websites von genau diesem Hack betroffen sind. Checkpoint Software spricht von ca. 300 betroffenen Websites. Leider handelte es sich zwar auch, aber eben nicht nur um kleinere und unwichtigere Websites. Auch einige Regierungswebsites und auch Nachrichtenportale wie die Jerusalem Post waren betroffen. Entweder von dem beschriebenen Hack oder sie wurden mit so vielen Zugriffen zugeschüttet, bis die Websites die Last nicht mehr ausgehalten haben. Dadurch konnten sie dann der Bevölkerung keine Nachrichten mehr liefern. Informationen waren also somit limitiert und viele waren auf sich alleine gestellt in dieser beängstigenden Situation. Doch die Angriffe gehen noch weiter. Auch Red Alert wurde gehackt. Red Alert ist eine von mehreren israelischen Warn-Apps, die die Zivilbevölkerung vor eingehenden Raketen warnen soll, damit sie sich auch besser Schutz suchen können. Über diese App wurden falsche Warnungen an Nutzer gesendet, die natürlich dann auch in Panik Zuflucht gesucht haben. Es soll übrigens für die Hacker sogar möglich gewesen sein, die App kurzzeitig komplett zu blockieren, sodass sie keine Warnung mehr für echte Raketenangriffe verschickt. Ich denke, auch hier wird klar, wie beängstigend und was das für ein absoluter Terror eigentlich ist. Und ein letzter Angriff, den ich vorstellen möchte, vor dem auch derzeit die israelische Regierungswebsite selbst warnt. Heimkameras. Hackergruppen übernehmen Kameras zu Hause, in der Öffentlichkeit, von Shops und Foodständen. Durch die insgesamt sehr gute Abdeckung kann einfach dadurch beispielsweise entdeckt werden, wo sich Menschen aufhalten. Auch in der Ukraine kamen genau solche Angriffe schon zum Einsatz. Dort konnten sogar militärische Konvois verfolgt werden und Raketen mitten im Flug umgelenkt werden, wodurch sie mehr Zerstörung angerichtet haben. Die Cyberangriffe in Israel, ich glaube, das kann man also zusammenfassend sagen, sind für die Bevölkerung vor Ort zusätzlicher Terror und eine gewaltige Belastung. Sie verhindern Hilfe, verwirren und verängstigen und sind eine akute und echte Bedrohung. Denn moderne Kriegsführung ist auch Kriegsführung über Information und über den Rückhalt der Bevölkerung durch zum Beispiel Propaganda und Terror. Doch halt mal, ich habe doch gesagt, dass im Gazastreifen, der Region, die von der Hamas kontrolliert wird, starke Armut vorherrscht. Strom und fließendes Wasser werden kontrolliert. Wie kann da eine solche Hackerarmee entstehen? 300 Websites innerhalb einer Woche zu hacken, massenhaft Kameras zu übernehmen und sogar die Regierungswebsites und News-Websites zu übernehmen oder abzuschalten, erfordert technisch einiges an Know-how, aber auch wirklich viel Planung und Ressourcen. Ressourcen, die die Hamas alleine ziemlich sicher nicht hat. Es gab nur wenige Hackergruppen, die auch von der Hamas kontrolliert wurden. Im Mai 2019 bombardierte Israel eine genau solche Kommandozentrale einer Hackergruppe der Hamas. Beispiellos bislang und wirklich extrem und brutal, aber effektiv. Die Hamas haben also diese Angriffe vermutlich nicht oder zumindest nicht alleine durchgeführt. Vor allem aktiv sind Hackergruppen, die ihr vielleicht kennt. Killnet, Anonymous Sudan und Anon Ghost. Sie behaupten auf Telegram,
selbst die Angriffe gegen Israel, von denen ich vorhin gesprochen habe, durchgeführt zu haben. Auf der Seite Israels stehen dann Garuna Ops, Silent One sowie Team UCC Ops und sogar die IT Army of Ukraine. Und viele weitere habe ich noch nicht mal aufgeführt. Das ist nur ein Ausschnitt. FalconFeeds.io hat hier eine Übersicht zusammengestellt. Das sind Hackergruppen, deren Namen ihr wirklich vielleicht schon mal gehört habt. Was vielleicht etwas falsch aber in den Medien dargestellt wird, ist die Lage Israels. Israel ist ein hochtechnologisiertes Land. In einem Ranking von 2021 wurde von Platz 3 weltweit in Sachen Tech gesprochen. Und demnach kann man da auch mit Technologie und Hacking wahnsinnig viel Zerstörung anrichten. Anon Ghost, einer der Pro-Hamas-Hacker, behauptet selbst von sich in seinem Telegram-Channel, dass er die Raketenwarn-App angegriffen und darüber dann falsche Warnungen geschickt hat. Anon Ghost ist aber kein unbeschriebenes Blatt. Er ist bekannt für Angriffe auf Websites und in der Vergangenheit war Anon Ghost an zahlreichen Hackerangriffen für ISIS bekannt und nahm an Operationen wie Op Israel oder Op Free Palestine teil, die von Teilen von Anonymous durchgeführt wurden. Anonymous Sudan hat, anders als der Name es das vielleicht sagt, null mit dem Sudan zu tun und ebenso wenig mit Anonymous. Anonymous Sudan wird Russlandnähe zugesprochen und eine enge Verbindung zu anderen Gruppen wie Killnet. Laut einiger Quellen wird sogar von staatlicher Unterstützung bzw. Finanzierung gesprochen, auch wenn nicht ganz klar ist, zu welchem Land sie eigentlich gehören. Manche behaupten übrigens sogar, dass sie von Putin finanziert werden. Anonymous Sudan hat schon eine wirkliche Reihe an Angriffen erfolgreich ausgeführt. Oder zumindest behaupten sie das. Microsoft Outlook, UPS, Scandinavian Airlines, Angriffe gegen Länder wie Dänemark und Indien und jetzt eben auch gegen Israel. Das heißt, eine Hackergruppe, die im Ukraine-Krieg auf Seite von Russland aktiv war und ist nun auf der Seite der Hamas aktiv geworden, um Israel und, wie sie selbst sagen, deren kritische Infrastruktur und Raketenabwehr zu stören. Das ist beunruhigend global, wenn ihr mich fragt. Und ähnlich weiter geht es mit Killnet. Killnet ist die wohl bekannteste Hackergruppe überhaupt in globalen politischen Konflikten. Sie haben deutsche Regierungswebsites außer Gefecht gesetzt, ebenso wie italienische und die von vielen weiteren Ländern. Ihre Ziele sind politisch motiviert, pro-russisch und sie sind stark aktiv im Ukraine-Krieg. Killnet wird allerdings als zwar patriotisch, aber private russische Hackergruppe beschrieben, also nicht staatlich. Man weiß auch nicht, in welchem Land sie ansässig sind, nur welche Ziele sie verfolgen. Ich gehe mal schneller durch die übrigen Gruppen durch. UserSec, eine pro-russische Gruppe, die speziell NATO-Länder attackiert. Sie hat auch schon mit Killnet zusammengearbeitet, die kennen sich also. Mysterious Team Bangladesh, eine Gruppe mit hauptsächlich religiösen Motiven. Sie greifen vor allem Israel und Indien an, aber auch Myanmar. Schweden und Australien waren auch schon Ziele. Indien ist eine sehr spannende Weltmacht mit engen Verbindungen zu Israel und trotzdem Mitglied der BRICS-Staaten. Indien ist seit Beginn der Aktion ein enormes Ziel für viele Pro-Palästina-Gruppen geworden. Also, jetzt wirklich. Gemeinsam mit Israel kriegt Indien derzeit die allermeisten Angriffe ab, da sie eben als einer der wichtigsten Partner für Israel gelten. GanoSec ist eine ebenfalls religiöse Gruppe mit starken Angriffen gegen Indien und Schweden in der Vergangenheit, die oft mit Indonesien assoziiert werden. Auch Gruppen mit Verbindungen zum Iran, die gegen die Demonstranten aktiv waren, sind hier auf der Seite der Hamas aktiv. Aber man muss auch sagen, dass die Fronten nicht immer eindeutig sind. Die Moroccan Black Cyber Army und die Muslim Cyber Army sind nicht so einfach zuzuordnen und Ghost Clan, die ebenfalls bislang auf der Seite der Hamas aktiv waren, haben sich aber in der Vergangenheit auf die Seite von Demonstranten im Iran gestellt, auf die Seite der Flüchtlinge aus der Ukraine und auch in der Vergangenheit wie Teile von Anonymous auf die Seite von Palästina gestellt. Ehemals also verfeindete Gruppen kämpfen nun hier teils auf derselben Seite. Und die pro-russische Cyber Army of Russia, die hält sich komplett aus allem raus. Aber was wir sagen können, wirklich bekannte, große Hackergruppen mit pro-russischen Zielen sind aktiv. Hackergruppen, die mit der ISIS in Verbindung gebracht werden können, sind auch aktiv. Gruppen, die mit dem Iran in Verbindung gebracht werden und Gruppen, die zuvor schon gegen Indien aktiv waren, alle aktiv. Und auf der anderen Seite
Gonjeshka Darande, eine Gruppe, die staatliche iranische Firmen angriff, stellt sich stark auf die Seite von Israel. Die IT Army of Ukraine, eine Hackergruppe, die sogar offiziell von der Ukraine ins Leben gerufen wurde, stellt sich ebenfalls auf Israels Seite, scheint aber nicht aktiv zu sein, was Hacking angeht. UCC-Team, ein Team, das nationalistische indische Ziele verfolgt, aber sogar in Teilen Ziele hat, die mit dem islamischen Staat übereinstimmen. Auch sie sind faszinierenderweise auf der Seite Israels aktiv. Also, auch wenn er fundamental anders ist, auch wenn die Ziele und sogar die Akteure andere sind, dann ähnelt dieser Konflikt online an vielen Stellen dem Konflikt in der Ukraine. Aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, wir haben einen Welt-Cyberkrieg oder was genau? Die Online-Welt zeigt recht einfach, dass auch der Konflikt im Nahen Osten eine gewisse Proxy-Natur zu haben scheint. Es schwappt ja sogar zu einem nicht gerade kleinen Teil nach Indien über. Und viele der aktiven Gruppen verfolgen ihre eigene Ideologie. Sie wollen Palästina zurück, Juden für ihren Glauben verfolgen oder das Land ausrotten, so heißt es teilweise. Natürlich wird der Konflikt modern gefochten, doch die großen Nationen, die sich erstmal nicht am Konflikt beteiligen wollen, halten sich zumindest dezent bedeckt oder zumindest so unauffällig, dass man nicht direkt ihre Involvierung bemerkt. China hat sich bislang zwar kritisch bezüglich der Gegenschläge Israels geäußert, aber wurde null aktiv. Auch die NATO und die BRICS-Länder sind sehr ruhig. Aber man sieht auch, dass Hackergruppen in sich oftmals zerkluftet sind. Speziell die verschiedenen Zweige von Anonymous machen das eigentlich deutlich. In der Vergangenheit gab es Angriffe von Anonymous auf Israel, aber auch auf Palästina. Aktuell halten sich viele Ableger sehr ruhig. Team UCC hat in der Vergangenheit einige Aktionen durchgeführt, die ideologisch gegensätzlich von ihrem aktuellen Verhalten sind. Ja, und dann haben wir dann noch die pro-russischen Gruppen. Killnet als Beispiel haben früh pro-russische Positionen eingenommen und mittlerweile durch den Ukraine-Krieg Telegram-Kanäle mit Tausenden Followern. Manche machen dann bei den Aktionen sogar mit, andere planen ihre Aktionen als Gegenmaßnahme drumherum. Eine andere Gruppe mit 40.000 Followern beispielsweise behauptet, sie haben 5.000 israelische Bürger mit Malware infiziert und 2 Terabyte an Daten erbeutet, die jetzt von ihren Followern für Erpressung und so weiter genutzt werden sollen. Es scheint an vielen Stellen zwar nach außen hin erstmal so, als würde die geopolitische Lage immer perfekt ins Bild passen. Russland unterstützt Palästina, weil die USA natürlich Israel unterstützen. Also unterstützt auch Ukraine Israel, also hacken die iranischen Hacker mit Palästina. Aber am Ende wissen wir das alles nicht. Es kann eine Rolle spielen, ja, aber lasst uns zum Spaß mal das Follow the Money machen mit Killnet. Killnet ist eine Gruppe, die für Geld eine Webseite überlastet, sodass die nicht mehr erreicht werden kann. Außerdem sammeln sie auf ihrem Telegram-Account Spenden. Im Februar letzten Jahres, also zu Beginn des Ukraine-Kriegs, waren das allein in diesem einen Monat 280.000 $. Killnet hat zudem eine Partnerschaft mit Solaris, einem pro-russischen Darknet-Markt. Was genau da abgeht, das wissen wir leider nicht so richtig, aber wir haben gesehen, dass etwa 50.000 $ straight vom Marktplatz an die Geldbeutel von Killnet geflossen sind. Dank Bitcoin lässt sich das ja wunderbar nachverfolgen. Und sie haben angekündigt, auch für Staaten und private Firmen verfügbar zu sein. Also quasi als Söldner. Im Grunde sammeln sie also Spenden und verkaufen ihre Dienste wie eine ganz normale Firma. Und dafür ist Reichweite und Bekanntheit und vielleicht sogar Schutz von einem Land das Beste, was man kriegen kann. Die ständige Bedrohung durch Hacker ist wie ein Gewaltsmultiplikator, der eine Rakete noch einmal extra tödlich machen kann, weil die Warnsysteme ausfallen. Der Terror, den Zivilisten ertragen müssen, wird bei vielen doch noch den Fluchtwunsch auslösen und der Einbruch von der Ferne in privateste Bereiche mit dem Wunsch nach reiner Zerstörung ist plötzlich eine Möglichkeit. Doch auch die Propaganda, die mit digitalen Mitteln und völlig ohne klassisches Hacking durchgeführt werden kann, ist eine Bedrohung. Und ja, die findet auch bei uns statt. Es mag auch ethisches Hacking geben in einem Krieg, aber wo genau zieht man denn da die Grenze? Hacking-Angriffe sind dabei die Einladung einfach für jeden, der ein bisschen Ruhm oder ein bisschen Geld erlangen möchte oder sogar die eigene Ideologie verbreiten möchte.
Hacking ist wie eine Kriegsteilnahme, aber vom PC im sicheren Zuhause am anderen Ende der Welt. Zumindest bis dann die eigene Kamera angeht und die Sicherheit in Frage gestellt wird. Und die Leidtragenden sind am Ende fast immer die Zivilisten. Das wird durch Hacking noch verstärkt und das ist absolut furchtbar.